Moin mein lieve Freund, dus das de eerste set voor populair wissenschaftliche Videoen, die von einer Person an 33 Sprachen erstellt gofen. Ich mache all mijn Videoen nur mit Maschinenübersetzer, ohne Hilfe von anderer Leute. In Zukunft werd ich ihr suchen, über meine Methode 4 Sprachen zu lernen. Aber hallo, werd ich von einem faszinanten dicke Geheimnis schwatzen. Wo kommen die Bienen aus? Die Leute haben 4000 von Jahren angefangen, das einfach früh zu freuen. Aber die Antwort auf das Rätsel ist erstaunlich auch haut. Die erste offensichtliche Antwort scheint ganz einfach. Dem Wissen aus Sommen. Wenn dir ein Eich wissen wünscht, da hältst dir ein Eichel, pflanzt sie an den Boden, akkrite Baum. Mit das ist nicht genug. Ein riesig Eich, der mehr wie 10 Tonnen wiegen kann, wächst aus einem kleinen Eichel, die ein paar Gramm weit. Also, wo kommt all das Maß aus? Die zweite Antwort ist auch einfach, wahrscheinlich aus dem Boden. Ein Baum kann nicht rundherum wandern, für sich selber Lebensmittel zu fangen. Hier kann nur sein Maß aus dem Boden ohne sich selber kriegen. Richtig? In Wirklichkeit, nee. Das Wasser natürlich kommt meistens vom Boden, durch die Wurzeln, aber was über die ganze Struktur vom Baum, was über die meist von der Trockenmasse von seinem Holz. Auch für Tausende von Jahren haben antike Griechen Arema verstanden, dass wenn ein wurzender Baum einfach den Boden seine Wurzeln nach oben zieht, schließlich ein großer Groove ohne den Baum erscheint. Wenn der ohne einem Baum steht, guckt einfach all die Massivstruktur über den Kopf, ein Bild an, dass das alles aus dem Boden ohne den Face herauskommt. Das soll ein Groove von ein paar Kubikmeter am Volumen verlassen. Aber der Erde bleibt flach, während aus der Eichel, die dir an den Boden hat gesagt, ein Baum einfach wisst. Es scheint, dass sein Maß aus nirgends erscheint, wie wenn sie aus der Luft erscheint. Und ja, das ist genau die erstaunliche Antwort auf das Rätsel. Die Bienen kriegen den Hauptkomponent von ihrer Struktur aus der Luft. Also, wie passiert das? Durch einen Prozess, die Photosynthese genannt wird. Die Körper von allen Lebewesen auf diesem Planet bestehen aus langen Molekülen, Proteinen, Kohlenhydraten, Nukleinsäure, Fette und anderen Sorten. All diese Einfachkeiten von Kohlenstoffatomen mit Anbohnen oder Gestach Atome von Sauerstoff, Stickstoff, Wasserstoff, Phosphor und anderen Elementen. Aber wo können die Kohlenstoff kriegen? 4 Sätze machen. Von einer Atmosphäre aus Kohlendioxidmolekülen. Pflanzen, Algen und Cyanobakterien fangen Kohlendioxidmolekülen aus der Luft an, reißen Sauerstoff ab, gehen an die Atmosphäre zurück, so dass wir können atmen und Kohlenstoffatomen benutzen, für Lernmolekülen zu machen. Zum Beispiel Glucose. Die benutzt wird für Zellulose, den Hauptkomponent vom Holz, zu machen. Ist es nicht erstaunlich? Wasser als Fluss, Kohlendioxid als Gas, beide schwach und vergänglich. Aber wenn sie an eine komplexe Struktur kombiniert gehen, können sie mächtig Bienen gehen. Ein Wasser, das die Bienen aus dem Boden kriegen, kommt auch aus der Luft als Wasserdampf, die sich kondensiert und wie auf der Erde fällt. Ein Stickstoff, der gebraucht wird, für Proteinmoleküle zu machen, wird auch aus der Luft geholt, für Bakterien, die nur bei den Wurzeln von den Bienen leben, an einem Prozess, der Stickstofffixation genannt wird. Wenn ein Baum wächst, die Luft verändert sich am Baum. Wenn der Baum verbrannt oder zerfällt, geht der größte Teil von seiner Masse an die Luft zurück. Und dasselbe gilt für alle Pflanzen. Wir Menschen addieren, erste Pflanzen bauen als eigene Körper von hinten, so dass die Struktur von einem eigenen Körper auch aus der Luft abgebaut ist. Guckt der blaue Himmel auf weiße Wolken auf einem sonnigen Dach, stellt es vor, dass ihre Körper meistens aus diesen Sachen gemacht ist. Strukturelle Moleküle entstehen aus der Luft, die dir als der blaue Himmel sieht. Das Wasser kommt aus den Wolken, an die Sonne geht die Energie. Auf der anderen Seite, wenn wir auf einem Allerkehrfest stehen, wo viel Bienen wachsen, können wir meinen, dass die Leiche von den Verstorbenen unter dem Boden liegen. Aber mir ist sie falsch. Calciumphosphat, das anorganische Material, das Eisschanken hart stark möchte, bleibt wirklich da. Aber andere Komplexstrukturen, von Körpergewebe bis Molekülen, fallen außerdem agi von den Pflanzen, die wir rundherum Eis gesehen, absorbiert. Die Leichen von den Toten auf einem Kehrfest sind nicht am Boden ohne Eisefäß. Nee,
Sie sind zu Branchenableder am Himmel über Eisekap gehen. Am berühmten Roman von Stanislav Lem als ein Planet, den Solaris genannt wird, bewohnt von einem intelligenten Ozean. Wissenschaftler, die auf einer Raumstation leben, an dem Planet studieren, kriegen komische Gäste, die zu familiären Leid von der Erde gleichen. Der Ozean auf Solaris kann das Besucher auf Basis von der Information kreieren, die Hirn aus dem menschlichen Gehirn sammelt. Das ist natürlich Science Fiction. Maar het existiert een richtige planeet, die durch een oceaan bedeckt is, wat complex structuren genereert en de ruimte plaatst. En die planeet is de oceaan is de atmosfeer, de informatie is ijs DNS, en de structuren zijn meer zelf, de Lebewesen op de Erde. Der Kohlenstoff auf dieser Planet zirkuliert zwischen zwei Staaten. Einfach Moleküle von Kohlendioxid an der Luft abgelöst. A komplex organische Moleküle von Eisenkörper. A dieser Prozess geht immer weiter. Auch wenn ich mit ihr schwätzen, atmen ich den Kohlendioxid aus, den aus der Oxidation von Kohlenstoff ketten könnt, die ich aus Essen kriegt und die von Pflanzen erstellt gaufen, für Moment oder Jahr. Ein Teil vom Kohlenstoff, den ich ausatmen, war auch ein Teil von meinem Körper. Strukturell Proteine brechen aus verschiedenen Gründen, gehen als Brennstoff von meiner Zelle benutzt. Und dieser Prozess schafft Kohlenstoff. Mit all Wut und all Atemzug füllen ich den Zyklus, über dem ich in diesem Video schwätzen. Ich ging ein Teil von mir zurück an die Atmosphäre. Prediger hat gesagt, dass ein Körper aus dem Stabs gemacht sind und an den Stabs zurückkommen. Wir können sagen, dass ein Körper aus der Luft gemacht sind und an die Luft zurückkommen, mit all Atem, die wir holen.